Nur für euch heute eine kürzere Version eines älteren Videos aus 2018 und ich habe da mit verschiedenen Techniken gearbeitet an einer surrealen Landschaft, wie ihr seht, und wir starten direkt. Im ersten Schritt grundiere ich einen Aquarellkarton mit Gesso und trockne das Ganze gründlich, bevor ich mit dem Malen beginne. Für meine erste Schicht habe ich folgende Farben: Indischgelb, Ultramarin und ein Klecks-Acrylbinder. Ich möchte hier gleich einen Verlauf machen und deswegen befeuchte ich die Oberfläche mit Wasser, dann geht das einfacher. Von unten nach oben verblende ich zunächst das Gelb. Dann das Ultramarin von oben nach unten. Anschließend trockne ich das Ganze gründlich. Das Papier ist relativ dünn und es bleiben Wellen. Wenn ihr das macht, macht es auf einem stärkeren Aquarellkarton. Jetzt nehme ich Blau, etwas Retarder, Gelb und mische daraus ein Grün. Anstelle des Retarders geht auch Tapetenkleister. Der Retarder verzögert die Trocknung. Vor dem Auftragen sprühe ich die Oberfläche nochmal mit Wasser ein, dann geht's leichter. Solange alles feucht ist, probiere ich verschiedene Materialien, um damit Strukturen herauszudrucken. Misslungene Versuche kann ich einfach mit der Kleisterfarbe wieder überpinseln. Und dann starte ich einfach neu. Hier nutze ich eine Plastikkarte. Eine schöne Spielerei für mich. Auch mit meinem Pinsel kann ich noch in die feuchte Fläche hineinarbeiten. Fertig, jetzt wird's getrocknet. Anschließend fixiere ich das Ganze mit einer Schicht Acrylbinder. Auch danach das Trocknen nicht vergessen.
Jetzt kommt der langwierigere Teil, die Ausarbeitung. Ich fasse das für euch aber mal zusammen. Ich arbeite hier sehr transparent und baue Lichter in verschiedenen Schichten auf. So entsteht diese dschungelartige Landschaft, bei der Flora und Fauna quasi ineinander übergehen. Durch Aufhellen und Abdunkeln verschiedener Partien erhöhe ich die Kontraste und arbeite die Formen plastischer heraus. Hier mein Ergebnis. Ich bin total zufrieden. Das sieht irgendwie wie eine flehende Geste aus, da rechts, links irgendwelche floralen Strukturen. Das Ganze könnte eine Art Ei sein. Ja, da steckt ganz viel drin. Was seht ihr da drin? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.